Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich grüße euch recht herzlich. Ich habe dieses Video vom Loki von Yobai zugeschickt bekommen und er ist unterwegs in seiner Kremlin zusammen mit dem Elchhunter in seiner Hindenburg und dem Royal Mobi in seiner Ragnar. Die Jungs haben ein Wettrüsten vor der Brust. Wir schauen uns mal die Schiffsausstellung an. Wir haben 2 BBs, 6 Kreuzer und 4 Schlachtschiffe. Was ganz interessant ist die Golden Lüb Divi. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die hier das Ganze mit ihren Drops gestalten möchten. Aber wir richten hier erstmal den Blick auf unsere wunderbare Dreier-Divi. Sieht so aus, als würden sie sich erstmal auf die 7er, 8er, 9er Linie konzentrieren. Da erstmal ein gutes Positioning versuchen zu finden, um da zu gucken, was so geht. Die Ragnar allerdings wird hier versuchen, erstmal den Damage-Buff ein bisschen zu contesten. Der Loki nimmt hier Speed raus, um möglicherweise mit einer BB-Salve hier nochmal Feuersupport geben zu können. Gerade Kremlin ist ja ein BB, was sehr, sehr tanky ist, wo man auch gerne mal etwas aggressiver spielt, versucht an Inseln ein gutes Positioning zu bekommen, um da auch im Nahkampf gut Damage machen zu können. Ragnar geht jetzt hier auch in Position am Stein und wartet hier auf einen möglichen DD. Habe ich ja auch schon mal im Stream bzw. in Videos gezeigt. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, euch einen DD zurechtzulegen, probiert es gerne mal. Das Einzige, was euch mit so einer Ragnar oder mit einer Smaland zum Beispiel gefährlich sein kann, ist ein wirklich sehr gutes Gunboot oder Torpedos. Da auf jeden Fall immer mal drauf schauen, was habt ihr so im Gegnerteam. Die Gulden Löw von der Divi fährt hier nach vorne, dreht hier auf, was sich der Loki hier nicht entgehen lässt. Die Salve sieht relativ gut aus. Man muss jetzt aber auch sagen, dass die Kremlin auf eine höhere Reichweite nicht so genau ist, aber kriegt hier trotzdem seine erste Zitadelle, schon mal 18k mit der ersten Salve. Ich denke, so kann das Ganze erstmal weitergehen. Die Ragnar hat sich den Damage Buff geholt, ziemlich uncontested. Das ist doch auch fein. Da kommt auch schon die nächste Salve vom Loki auf die Gulden. Die sieht auch wieder sehr gut aus. Da kommt die nächste Zitadelle. Jeder Schuss eine Zitadelle. Das wünsche ich mir auf meiner Kremlin auch. Die ist da eher so ein bisschen eine Diva. Aber da kommt auch schon die nächste Gulden. Vielleicht kriegt er hier auch nochmal eine Zitadelle. Dann wäre es wirklich sehr, sehr geil. Leider nein, aber auch 15k, also nach gut 4 Minuten schon 60k Damage. Denke ich, ist ein guter Einstieg, wenn man überlegt, dass so ein BB alle 30 Sekunden schießt und man eine gewisse Positionierungsphase hat, dann hat man da doch gut was an Damage rausgeholt. Loki schiebt sich jetzt ein bisschen vor, man hat jetzt auch auf der Minimap einen gewissen Spot gesehen. Man weiß jetzt ungefähr, wo die Gegnerschiffe sind. Was man auch sieht, dass die Gulden Divi schon sehr massiv dezimiert wurde. Da geht jetzt auch nochmal die Napoli auf. Kriegt man auch nochmal eine Sit. Auch nochmal 25k. Also auch hier wieder sehr schöner Treffer. So wie es aussieht, versucht der Loki jetzt hier an die Insel zu fahren vor dem Heal Buff, um da sich erstmal ein bisschen einzuigeln. Währenddessen hier noch schön die Shots verteilen auf die anderen Schiffe. Hier die Alaska. Da geht die Salve leider ein bisschen drüber. Schade. Aber sowas passiert auch immer mal wieder. Schiebt sich hier jetzt rein. Was so ein bisschen gefährlich für ihn sein kann, wenn er jetzt hier den Gamer-Turn macht, weil er ist spottet, die Shima ist vor ihm, dass die Wisconsin ihre Türme gedreht hat und ihm einen in die Seite ballern möchte.
Kann durchaus vorkommen. Er hat halt kein Spotting auf das BB. Er sieht die Salve erst, wenn sie auf dem Weg ist. Aber eine Gremlin ist ja doch auch auf eine gewisse Distanz relativ tanky, was die Panzerung angeht. Da kommt jetzt auch der Turn von der Wisconsin. Jetzt schauen wir mal, ob der hier die Türme gedreht hat. Hat er. Und da kommt schon die Salve. Schauen wir mal, wie viel es wird. Die Dispersion von der Wisconsin sieht gut aus. 13.000 hätte teurer werden können. Glaube ich, hat ein bisschen zu hoch geaimt. Aber würde ich sagen, klassisches Unentschieden. Beide BBs haben ihre 12-13k Damage gemacht und damit hat man sich erstmal drauf geeinigt, sich in Ruhe zu lassen. Wisconsin haut nochmal einen raus, aber der macht der Kremlin nicht wirklich viel. Schauen wir mal, was die Countersalve hier macht. Die macht doch eher mehr. Also das Friedensangebot wurde hier also nicht angenommen. Man hat doch gesagt, man tradet hier noch etwas fröhlich hin und her. Shima wurde jetzt von der Ragnar contested. Der drückt ihn jetzt quasi raus. Da kommt auch nochmal eine Salve für einen Feuersupport, aber da kickt die Gremlin Dispersion auch nochmal rein. Und man kriegt den Kill hier nicht. Torps von vorne, Wisconsin Shots von der Seite. Also der Loki ist hier auch ein bisschen unter Druck, zieht jetzt hier sein Heal. Aber er hat ja noch alle Heals ready. Viel HP hat er in Summe jetzt auch nicht verloren, muss man sagen. Für das, was hier so reinkam von der Wisconsin. Und auch die Torpedos waren für ihn jetzt nicht so wirklich schlimm. Kriegt ja auch nochmal eine Salve raus auf die Wisconsin und hat jetzt seine 130k Damage nach gut 7 Minuten. Also würde ich sagen, soweit eine solide Runde. Aber man ist hier auch, was die Schiffsanzahl angeht, etwas im Hintertreffen. Das heißt, man muss hier noch ein bisschen was tun, um diese Runde sich abholen zu können. Kommt nochmal eine schöne Salve auf die Alaska. Schauen wir mal, was da so connected. Auch wieder 12k. Also man schafft es doch, wenn man mit der Gremlin einigermaßen gut aimt, schon seine 12k Salven aufwärts immer wieder kontinuierlich zu machen. Auch die Wisconsin schaut hier sehr angenehm aus. Er hat relativ offen, hätte ich jetzt mal gesagt. Fängt jetzt an, sich wieder einzudrehen. Schauen wir mal, was da jetzt wieder so reingeht. Diesmal damage-technisch nicht so gute Salve. Ich glaube, das war die erste Salve, die unter 10k war. Aber man ist jetzt auch mit der Gremlin hier erstmal relativ safe. Nochmal einen kleinen Game-Überblick. Man ist punktetechnisch auf jeden Fall hinten. Man hat deutlich weniger Buffs. Das kann auch nochmal ein deutlicher Nachteil sein im Wettrüsten. Werden hier noch gucken, wie sich auch der Gegner verhält. Ob die hier auch ihre Fehler machen, wofür man sie punishen kann. Gremlin ist jetzt auf dem Weg hier nach innen vom roten Team und versucht hier Druck aufzubauen. Kriegt die presst. Also die Teammates schwinden hier auch für den Loki immer weiter. Hier könnte er ein Problem bekommen, weil wenn die Gremlin hier für einen Ram geht, dann ist es für ihn vorbei. Also das ist immer so ein Thema. Kriegt 20k auf die Aufbauten. Gut, man muss auch sagen, er ist noch relativ frisch, was den HP-Pool angeht. Versucht sich hier nochmal zu revanchieren. Kriegt nicht ganz so eine gute Dispersion. Vieles Bounce. Eher unangenehm. Aber so wie es aktuell aussieht, möchte die Gremlin hier nicht für den Ram gehen, sondern versucht hier eher den Drive-By zu machen. Ist noch gerade ein bisschen schwer einzuschätzen. Jetzt dreht er wieder rein. Man muss ja mal schauen, für was er committet. Der Loki hat sich jetzt entschieden, auf die Alaska zu schießen.
Also, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es ein Drive-by. Also, Kremlin geht wirklich dafür. Und Loki holt sich währenddessen noch die Alaska ab. Sehr, sehr gut. Und die Kremlin hier zu früh geschossen. Und der Loki nicht zu früh. Kriegt hier 3 Pens mit dem Backturret mit 3 Sits. Sehr, sehr geil. Macht hier auch nicht den Fehler aufzudrehen, sondern fährt einfach gerade weg und lässt sich hier auf gar keine riskanten Moves ein. Schaut, dass er gewinkelt bleibt, dass er hier nicht zufällig noch bei einem Turn eine Sit bekommt und konzentriert sich hier auf das, was noch kommt. Kriegt den Kill über die Brände von den Secondaries. Auch sehr, sehr geil. Und bleibt jetzt hier vom Positioning auch erstmal an der Insel und schaut, von wo er da Impact generieren kann. Hat noch einen Heal ready und der muss auch noch gut genutzt werden, würde ich mal behaupten. Spekuliert er so ein bisschen auf die Zao. Mal schauen, ob er den auch hier abholen kann. Ist jetzt spotted. Da würde ich behaupten, dass wir hier irgendwo eine Benham haben, die ihn spottet. Haut jetzt seine Salve hier raus auf die Zao. Mal schauen, was da passiert. Das, was bei meiner Kremlin normalerweise passiert, 2 Overpens. Da kommt jetzt ein fieser Drop von der Guden. Das heißt, er kann da eigentlich nicht statisch stehen bleiben. Er muss rausfahren. Frage ist, zieht er seine Damage Con, um hier noch ein bisschen länger am Leben zu bleiben. Da kommt auch schon der nächste Drop. Jetzt kriegt er die Sit auf die Zao. Sehr, sehr geil. Kriegt er auch die nächste, leider nicht, aber er hat Feuersupport. Ja, jetzt die Frage, kriegt er nochmal eine Salve raus? Sieht gut aus, ja. Und kann er die Sau abholen? Nein, reicht leider nicht, ein Overpen. Sehr, sehr belastend, aber ich denke, sein Team wird hier den nötigen Kill machen. Er geht jetzt für ein Drive-by gegen die Marlboro und sehr gut ausgeführt, kriegt hier die 4 Sits, nukt ihn raus. Nochmal sehr wichtiger Kill, würde ich mal behaupten. Und damit holt er sich auch noch einen Death Strike am Ende. Sehr stark gemacht. Kommen nochmal Shots von der Yamato. Ich würde aber behaupten, das war's für ihn. Weil das würde auf Dauer nicht gut tanken können. Kriegt ja aber auch nochmal eine Sit auf die Yamato. Also jetzt schon 11 Sits, 365k Damage. Aber die Benham Tops werden ihm hier den Rest geben. Mal schauen, ob sein Team das hier noch holen kann. Sie müssen auf jeden Fall jetzt fürs Cap spielen. Sie müssen die Benham jetzt killen, um hier dem Loki seine Runde mit einem Win zu vergolden. Ich hoffe, sie schaffen es noch. Er schreibt jetzt auch hier, er hat eine geile Runde, bitte gewinnt das für mich. Die Minegumo schiebt jetzt hier in das A-Cap rein, blockiert es. Sehr wichtig, weil wenn man hier auf den Punktestand schaut, man ist deutlich hinten mit 940 Punkten. Also wenn das Cap hier noch ein bisschen länger tickt, dann ist es vorbei. Deswegen wird es wichtig sein, dass der DD hier drin stehen bleibt und das Ganze blockt. Des Weiteren muss man hier auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn hier noch ein Schiff rausgeht, ist die Runde genauso verloren. Also es ist quasi überhaupt nicht eingetütet. Da muss man als Spieler wirklich vorsichtig sein. Das sind so diese Games, einmal nicht aufgepasst, vielleicht auch mit einer Hindenburg, die Yamato hat Shots Rate, dann wird man rausgedeathstriked und dann ist die Runde vorbei. Ist ohne weiteres möglich. Aber wir sehen jetzt auch am A-Cap, dass der Gegner die Benham rausgefahren ist. Hier versucht über Torpedos noch ihren Impact
zu generieren. Team Grün pusht jetzt hier souverän rein ins Cap und wird versuchen, die Yamato zu killen und auch die Benham. Man hat noch eine Ragnar, die mit einem Radar die Benham richtig massiv vor Probleme stellen kann, wenn er hier gecatcht wird. Was auch passiert, er geht auf, zieht gleich sein Radar und die Shots gehen raus auf die Benham. Die leidet hier auch massivst, wie man sieht. Der droppt hier gut runter. Kriegt jetzt auch noch Feuersupport von der Minigum. Da kommen auch nochmal Crossshots von der Hindenburg. Also ich vermute nicht, dass er hier das Ganze lebend übersteht. Dazu ist der Incoming Damage viel zu hoch. Auch wenn es hier noch gut aussieht. Aber solange er spotted bleibt, kommen ja auch noch die Shots hinterher. Das heißt ja nicht, dass man zu ist und dann kommt nichts mehr, sondern es sind halt viele Shots auf dem Weg und da holt sich die Ragnar den Kill und damit sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Man hat auch wieder einen Puffer generiert. Das heißt, wenn jetzt jemand gekillt wird, ist die Runde zwangsläufig nicht vorbei, sondern man hat noch die Möglichkeit, übers Cap hier das Ganze zu gewinnen. Die Yamato schmilzt hier auch wirklich gut runter. Er kriegt hier guten Damage rein. So fokussierter Schaden von der Ragnar. Dann noch die Secondaries von dem Friedrich. Ich denke, die Hindenburg wird demnächst auch noch drauf schießen können. Da sind auch schon die Shots. Also da wird es richtig spaßig mit HE und Bränden. Und man sieht auch, wie er hier runter droppt, versucht jetzt nochmal gegen zu heilen. Hat auch 2 Heal-Buffs, das darf man auch nicht unterschätzen. Also da geht schon ein bisschen was, aber diesem fokussierten Beschuss wird er nichts entgegensetzen können. Geht da raus und damit holt sich Team Grün hier das Game. Wird also Lokis Runde hier nochmal vergoldet. Schauen wir uns den Endscreen an. Wir haben einen Unterstützer, einen Deathstrike Großkaliber. 12 Sits in der Runde, 3 Kills. Also eine sehr gute BB-Runde. Ein paar schöne Drive-Bys haben wir gesehen. Schauen wir weiter zur Teamwertung. Da sehen wir, er hat eine solide 3K Base-Runde gemacht. Also sehr, sehr nice. Vom Game her, auch die Ragnar hat wirklich einen guten Impact generieren können. Mit ihren 4 Kills, mit 3-7 Base. War also für beide eine wirklich sehr schöne Runde. Wenn euch das Replay gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr selber solche Videos habt, schaut gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei, schickt mir die Videos gerne und dann seid ihr auch vielleicht im nächsten Commentary mit am Start. Ich bedanke mich vielmals fürs Reinschauen. Wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.